Wir verlassen heute am 29. Mai die USA in der Stadt Fort Kent in Maine und kommen wieder nach Kanada. Auf den Tag genau ist es ein Jahr her, dass wir im Hafen von Halifax unser Gespann abholten, und da die USA die Aufenthaltsdauer von europäischen Fahrzeugen auf nur ein Jahr zulassen, haben wir sicherheitshalber die USA verlassen. Bei der Einreise nach Kanada erklärten wir den kanadischen Zollbeamten, dass wir die Halbinsel Gaspé umrunden und weiter Richtung Halifax fahren werden, um dort unser Gespann abzugeben. So verzichtete er auf die Einreisepapiere und ließ uns weiterfahren. Die Einreise bekamen wir für 2 Monate, was uns reichte, denn die Fahrzeugabgabe und der Heimflug war für den 8. Juli geplant. Kanada ist offener im Umgang mit europäischen Fahrzeugen, aber nur dann, wenn man sie selber nutzt und nicht weitergibt. Momentan ist das Wetter sehr wechselhaft. Jetzt hatten wir Glück, dass wir bei strahlendem blauen Himmel die Ortschaft Pointe-à-Pierre erreichen und besuchen ein Museum über die Schifffahrt, unter anderem mit dem U-Boot Onondaga, und schauen uns im Museum die Ausstellung zur Kollision mit anschließendem Untergang der Empress of Ireland im Jahr 1914 an. Bei dieser Schiffskatastrophe gab es 1012 Tote und 465 Überlebende. Auf unserem Weg gibt es reichlich Kirchen. Einige davon sind im Film verewigt. Hier wird eine neue Art von Windrad getestet. Unser Weg entlang des Mündungstrichters des St. Lorenz-Stromes bietet immer wieder interessante, aber unspektakuläre Ausblicke. Außerdem ist der Winter, wie es scheint, erst vor kurzem zu Ende gegangen. Hin und wieder sieht man noch Schneefelder, und das Ende Mai, Anfang Juni. Wir haben sehr häufig trübes und regnerisches Wetter. Zeiten, zu denen die Sonne scheint, sind sehr rar. Ein Stück im Inland, im Parc de la Gaspésie, beobachten wir einen jungen Elch, ehe wir unseren Übernachtungsplatz aufsuchen. Bei der Ortschaft St. Anne-de-Mons in einem kleinen Naturpark wandern wir zu 3 markanten Felsformen. Hier liegen bereits 2/3 des Weges bis zum Ende der Halbinsel Gaspé hinter uns. Hier am Leuchtturm vom Cap de Rosiers endet die offizielle Straße und biegt auf die Südseite der Halbinsel Gaspé ab. Wir fahren noch ein Stück weiter in den Naturpark National de Forêt. Man hat den Eindruck, wir sind hier fast allein unterwegs.
Im Park National de Forêt auf der Südseite finden wir einen offenen Campingplatz. Wir stellen unseren Wohnwagen ab und fahren noch ein kleines Stück weiter. Dann ist die Straße zu Ende und wir wandern bis an die Kapspitze. Unterwegs treffen wir mehrfach auf die Hinterlassenschaften von Elchen und Schwarzbären. Sie selber bekommen wir leider nicht zu sehen. Wir sind am östlichsten Punkt von Gaspé am Leuchtturm angekommen. Hier endet der St. Lorenzstrom und der Atlantik beginnt. Dies ist der Punkt, wo der kanadische Teil des Appalachengebirges im Meer verschwindet und damit auch der kanadische Teil des Appalachenkreises sein Ende findet. Und hier am Kap Gaspé ist endgültig Ende mit dem Appalachentrail. Dies ist nun die Gesamtdarstellung des Weges. In Georgia, hier begann der Trail. Ging weiter bis Mount Katahdin. Hier endet der amerikanische Teil. Und dann ging es weiter bis Gaspé. Wir sind im Fort und im Fort gibt es immer noch, was ist das? Schnee. Ortschaft Gaspé. Wir sind im Ort Perth. Die Touristenhochburg liegt ziemlich verlassen da. Das Wahrzeichen von Perth ist der bei Ebbe zu Fuß erreichbare 88 Meter hohe und 438 Meter lange Kalksteinfelsen Rocher Perth. Heute liegt er im Nebel und haben nur eine Teilansicht auf den Felsen. Wir sehen das Loch und die Länge des Felsens, aber der obere Teil verschließt sich uns durch den Küstennebel. Der strenge und lange Winter und das anhaltende nasskalte Wetter hält wahrscheinlich die Besucher zurück. Auch wir sind nicht begeistert und fahren weiter und verlassen die Halbinsel Gaspé bei der Ortschaft Campbellton. Vom Land Quebec sind wir über die Brücke nach New Brunswick übergewechselt. Wir sind an der Ostküste von New Brunswick und zwar auf der Insel Miscou am Leuchtturm. Auf dem Rückweg gehen wir im Salzmarschland auf Holzwegen spazieren. Leider ist die Natur noch nicht so weit, dass alles blüht wie dieser kleine Teil. Wieder zurück von der Insel Miscou kommen wir durch den Ort Shippagan, eins der vielen Fischerdörfer, die vom Lobsterfang leben. Die Fangkisten wie hier vor dem Leuchtturm werden mit Schwimmer versehen und dann im Meer versenkt. Die Fangzeit ist streng reglementiert und nur für kurze Zeit freigegeben. Den Rest der Zeit verbringen die Fischerboote an Land.
Das Meer hat etwa 8 bis 10 Grad und die Luft ist 22. Wenn die vielen Mücken nur nicht wären, so wäre der Nationalpark Kurtschibutschak ein Ort, wo man ein Weilchen zubringen könnte. Nur mit Mückenvollschutz und Mückenspray sind Wanderungen möglich, aber nicht schön. Da hier sehr viele Mücken sind, müssen wir auf diese Art und Weise uns ausstaffieren. Wir sind nahe der Stadt Buktusch und besuchen den Arcadian Themenpark mit Theaterbühne zur Geschichte des Landes New Brunswick. Noch ist alles geschlossen, nur die Handwerker werkeln noch. Weil nichts los ist, fahren wir weiter Richtung Shediac, in die Welthauptstadt des Lobsters oder auch Hummer genannt. Nicht immer war der Lobster ein so begehrtes Genussmittel wie heute. Während der britischen Kolonialzeit gab es eine solche Schwemme, dass die Landarbeiter und Gefängnisinsassen fast täglich Hummer serviert bekamen und schließlich gegen die Art der Verköstigung meuterten. Nach Stürmen lagen die Lobster zu Tausenden an den Stränden. Inzwischen haben sie stark abgenommen, sodass man heute Boote und Reusen zum Fangen braucht. Heute ist der Lobsterfang eine der wichtigsten Exportquellen Kanadas geworden. Und jetzt stehen wir vor der weltweit größten Skulptur eines Lobsters in Shediac. Wir sind ein zweites Mal hier an den Hopewell Rocks angekommen. Es ist schon beeindruckend, wie groß der Unterschied zwischen Ebbe und Flut sein kann. Bei den Aufnahmen waren es ca. 12 Meter. Laut Parkstatistik könnten es auch bis zu 18 Meter werden. Auf der Tafel ist die Darstellung der Einwanderungsbewegung blau und der weiteren Zwangsumsiedlung rot hier in Arcadien dargestellt. Wir sind genau zur richtigen Zeit hier in der Stadt Moncton zum Beobachten der Gezeitenwelle am Petitcodiac River. Hier schwillt der Fluss innerhalb weniger Minuten um 1 bis 2 Meter an und die Flutwelle rast durch die Stadt. Dieses regelmäßige Schauspiel nutzen Surfer, um ihr Hobby zu frönen. Moncton und die Flut kommt.
Das Fort Beausejour-Cumberland ist eine Befestigungsanlage französischer Truppen aus dem Jahr 1751 und liegt an den Grenzen zwischen den kanadischen Provinzen New Brunswick und Nova Scotia. Nach dem Besuch des Forts und der Stadt Amherst fahren wir in der englisch sprechenden Provinz Nova Scotia immer so nah wie möglich an der Westküste entlang. Insgesamt ist die Küste von Nova Scotia 7000 Kilometer lang. Die Schönheiten des Meeres, Leuchttürme, Inseln, versteckte Buchten und winzige Küstendörfer, in denen sich die Zeit nach Ebbe und Flut richtet, sind zu entdecken. Wir folgen einigen Routen, die ihre eigenen Hinweisschilder haben. Insbesondere der große Unterschied zwischen Ebbe und Flut an der Bay of Fundy gibt Interessantes frei, so auch hier die starke Strömung am Cap d'Or. Eine Pier der besonderen Art. Wir sind jetzt nahe der Ortschaft Annapolis Royal und besuchen das Fort Port Royal, welches 1613 durch die Briten niedergebrannt wurde und um 1930 nach alten Unterlagen wieder aufgebaut wurde.
In der Ortschaft Annapolis Royal entdeckten wir besonders schöne Briefkästen, die, wie wir fanden, unbedingt gezeigt werden müssten. Anschließend besuchten wir ein Gezeitenkraftwerk. Hier werden die technischen Voraussetzungen für ein größeres Kraftwerk getestet. Im Ort Annapolis Real entdecken wir dann eine deutsche Bäckerei. Sie wird von einer ausgewanderten Zwickauer Familie bewirtschaftet. Wir kaufen Brot und Gebäck ein und lassen uns eine hausgemachte Soljanka schmecken. Anschließend gingen wir durch die Stadt und besuchten das Fort Anna. Die britische Königin war Namensgeber für den Stadtnamen und das Fort. Annapolis Royal wurde im Verlauf des späten 17. Jahrhunderts an heutiger Stelle angelegt und war bis zur Gründung von Halifax 1749 die Hauptstadt Neuschottlands. Von Annapolis aus fahren wir in den Kemiuk Nationalpark. Wir hatten viel Glück und konnten eine Menge Tiere beobachten, unter anderem Weißteilhirsche, Biber und insbesondere die gefährdete amerikanische Sumpfschildkröte. Unmittelbar am Straßenrand legten die Schildkröten ihre Eier ab, was nicht ungefährlich für beide Seiten ist. Aber viel Autoverkehr ist hier nicht. Zu der Menge des Autoverkehrs ist zu bemerken, dass dieses Jahr besonders wenig einheimische wie ausländische Touristen unterwegs sind. So erklärte es uns die Bäckerfamilie in Annapolis. Der Winter war sehr kalt, schneereich und sehr lang. Damit fehlt Geld in den kanadischen Familien, weil es im Winter viel Verdienstausfall gab und damit Geld für einen längeren Urlaub fehlt. Die Bäckersfamilie merkte es auch bei ihren Einnahmen. Die will Eier legen.
Wir befahren den Digby Neck Scenic Drive und halten bei dem Campingplatz Walcove und setzen mit der Fähre über auf Long Island bei Tiverton. Kurz hinter dem Ort beginnt der 2,5 Kilometer lange Wanderweg durch den Wald. Danach steigt man auf einer gut ausgebauten Treppe hinab zur steinischen Küste. Von einer Plattform aus bietet sich der spektakuläre Blick auf den Basalt Balanze Rock. Wir haben mit dem Auto den westlichsten Punkt von Nova Scotia erreicht. Weiter geht es nicht. Wir drehen um und fahren zurück. Wenn wir von der Landzunge runter sind, geht es dann in Richtung Yarmouth. Das ist die größte Holzkirche auf dem nordamerikanischen Kontinent. Ein kostenfreier, günstiger Standplatz für die Nacht. Bald hat die Flut ihren Höchststand erreicht. Wir genießen hier einen herrlichen Sonnenuntergang und am nächsten Morgen begrüßen uns zwei neugierige Weißteilhirsche. Yarmouth ist eine kleine Stadt am westlichen Ende von Nova Scotia, der Hauptinsel, und bietet nicht viel. Sie ist Fährhafenstadt nach Maine in den USA, in der die Touristen in das Land strömen, wenn sie strömen. Wir genießen heute hier ein Mittagessen mit Scallops. Wir fahren jetzt in der Region South Shore von Nova Scotia auf den Lighthouse Drive Richtung Halifax. Dieser windet sich durch eine raue, zerklüftete und schöne Küstenlandschaft. Die Ortschaften
sind jedoch interessanter und leichter erreichbar mit unserem Auto und Wohnwagen. Dabei stoßen wir auf Städtchen mit historischen Holzhäusern wie hier in Schellborn. Am Ort Mahoneby sind wir Halifax schon sehr nah. Ein besonders schönes Bild ergibt die Spiegelung der 3 Holzkirchen von Mahoneby im Wasser. Ein Stück weiter finden wir ein idyllisches Plätzchen zum Relaxen. Buch mit malerischer Idylle am Rand des Atlantik. Viel abgeschiedener kann man nicht wohnen. Mit dem Auto kommt man nicht mehr ran. Wir sind in Halifax. Für eine Woche haben wir 20 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt unseren letzten Campingplatz genommen. Von hier aus machen wir Ausflüge in die Stadt und in die nahe Umgebung. Als erstes steht der Canada Day, der wichtigste Nationalfeiertag, an. Bei schönem Wetter genießen wir das Leben in der Stadt. Wir sind überrascht über das sehr warme Wetter.
Es sind mehr als 25 Grad Wärme und wir sonnen uns ein letztes Mal. Ins Wasser geht aber keiner. Das ist nämlich sehr kalt, nur 8 Grad. Anschließend gehen wir ein letztes Mal zum Lobster essen. Da wir noch Zeit haben bis zum Heimflug, besichtigen wir verschiedene Wohnfahrzeuge von innen. Bei der Größe braucht man bald keine Wohnung, was auch einige in Nordamerika praktizieren. Sie haben weniger Stauprobleme, aber brauchen dazu das richtige Zugfahrzeug. Solche Auflieger bringen immerhin bis über 6 Tonnen auf die Waage. Etwas kleineres für die Ladefläche eines Pick-up ist auch dabei. Es ist immer noch besser als ein Zelt. In der Woche, die wir in Halifax zubringen, haben wir auch eine schöne Bierkneipe gefunden. Da momentan die Fußball-Weltmeisterschaft läuft, gehen wir zu jedem Spiel der deutschen Mannschaft dorthin. Unser Weg führt uns dabei über den Grand Paradeplatz, vorbei an der City Hall, direkt in das Lokal und trinken beim Fußballschauen unser Bier. Unser Schiff, was unser Auto und Wohnanhänger nach Hause bringen soll, läuft in den Hafen ein. Für uns wird es Zeit, alles seefest zu verstauen und unser privates Gepäck zu packen. Am Morgen unserer Abreise werden wir bei der Spedition die Formalitäten erledigen. Anschließend gibt es einen letzten Blick auf Halifax und dann geben wir unser Auto und Wohnwagen am Hafen ab. Mit dem Taxi fahren wir zum Flughafen und verbummeln den Nachmittag, weil der Flieger erst gegen 21 Uhr startet. Im Flughafen sehen wir noch den Sieg Deutschland über Brasilien mit 7:1. Zum Endspiel sind wir dann wieder zu Hause.